Hello and welcome to CSI Miami. I want to play this game since time before and now I think it's the right time to play it. And willkommen zu CSI Miami. Ja, ich bin's noch, ich bin jetzt nicht mutiert. Ja, das Spiel wollte ich schon lange mal spielen, ich habe nur noch keinen Zeitpunkt gefunden. Ich habe das schon lange auf dem PC drauf und CSI Miami habe ich jetzt erst hinbekommen, dass keine schwarzen Balken und nichts irgendwo sind. Deswegen würde ich sagen, ich fange mal mit einem neuen Spiel an. Und wie ich sehe, muss ich hier meinen Namen eintragen. Das werde ich natürlich auch tun. Ich muss mir eindeutig mal eine Tastatur holen, die leiser ist. Weil ich habe 4, 5 Tastaturen da. Ich habe auch... Oh Gott, in meinem Keller habe ich noch genauso viele PCs stehen. Ja, da würde ich mal sagen, wir fangen an. Ich will, ja, versteht mich nicht falsch, aber ich will es mal gemütlich angehen, ja. Let's make it a little bit slow, a little bit like a walking simulator or whatever. Okay. Ich werde jetzt bei der deutschen Sprache bleiben und freue mich schon ohne Ende auf das Spiel. Ja, wenn es denn mal zu Ende geladen ist. Und dann schweige ich auch erstmal. So, CSI Miami, mal sehen, um was es geht, welcher Fall hier ansteht. Welcome to CSI Miami, but any tour of our facility will have to wait. You're heading out to the golf course. Oh, it's no day off. Got a Vic out at Palm Glen Country Club, or a piece of our Vic, anyway. Callie is already waiting for you at the club. She's your partner on this first case. To quit the game or change the options, including gameplay difficulty, hit the Escape key on your keyboard at any time. Ja, wir gehen natürlich gleich mal zum Tatort, zum Ort des Geschehens, was auch immer hier stattgefunden hat. Wir finden es raus. So. Hey, I'm Callie. It's going to be great to work together. It looks like we've got our hands full on this one, so let's ask around and see if we can find out what happened here. If you are stuck on a case, you can often get help from your CSI partner. Clicking on a question will ask your partner for a hint. However, all hints will count against you in your final evaluation. Also nach Hinweisen werde ich bestimmt meinen Partner nicht fragen. Ich werde versuchen, das alles so zu spielen. I'm Ty Landon, golf pro and assistant manager here at the Glen. Palm Glen, that is. Hey, I appreciate you getting out here so fast. This isn't the golf hazard we usually go in for. You'll want to talk to the judge, Judge Lawford. He's the one who stumbled onto this oversized handbag. We've had the occasional gator come calling. We're the closest club in town to the Everglades, you know. But nothing like this before. Okay, ich lese mal vor, was ich frage, weil ich habe ja keine Stimme. Hatten Sie schon früher ähnliche Zufälle? No incidents, no trouble. Just visitors that we yelled at and scared off from a distance. Wird jeder eingetragen, der sich auf dem Gelände befindet? Hey, I'm relieved to report that every foursome is accounted for. Nobody missing. Nobody missing a limb, either. You've been helpful, Mr. Landon. You'll be at the club all day? Oh, yeah, sure. And when you finish with your crime scene, guess who gets to clean up after? What a crock, huh? So to speak. That's all the questions we have for now. Okay, das waren alle Fragen. Ich muss mal kurz schauen. Klebeband. Irgendwas hat sich hier getan in meiner Akte. Tipps? Nein, ich benötige keine Tipps. Ty war Richter Lawford, als er unter Namen im Palm Glen gefunden wurde. Er war bei diesem Richter, als er gefunden wurde. Okay. Das
Beweisdreieck. Das Beweisdreieck beschreibt die Verbindung zwischen den 3 Elementen eines Verbrechens, dem Verdächtigen, dem Tatort und dem Opfer. Opfer, Tatort, nur Opfer, hilft bei der Überprüfung, Bestimmung des Tatorts. Verdächtiger, Tatort, jeder Verdächtige zeigt, ob es eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und dem Tatort gibt. Verdächtiger, Opfer, jeder Verdächtige bringt das Opfer mit einem Verdächtigen in Verbindung. Was kommt hier noch alles? Nicht viel. Jede dieser Verbindungen kann das Auffinden von Beweisen verstärkt werden. Dazu gehören persönliche Eindrücke, Alibis, Details, Spuren und Zeugenaussagen, die Pfeile, die jede Verbindung wachsen und andere die Farbe, wenn sie Beweise finden, die diese Verbindung bestätigen. Ich weiß so viel wie vorher. Was ist überhaupt passiert? Und warum ist das so leise? CSI Miami. Wer sind Sie? Well, I'm Judge Walter Lawford. Thought I knew all the CSIs, but when a man retires, the world keeps spinning, doesn't it? I traded in the bench for the fair way. The only crime here at Palm Glen is cheating on your golf score, and I never have to judge anything but the distance to the green. How can I help? Was ist hier geschehen? Das ist auch diese große Frage, die ich mir jetzt stelle, warum ich hier ermittle. I came out at the crack of dawn to talk business with Ty, our club pro. Pretty early, not long after sunup. We early birds were the first out onto the course when I came upon this poor creature, beached by the sand trap. Something was next to him, a piece of something human. Ja, ist der Golfclub in rechtlichen Schwierigkeiten, ja. Du bist ja Anwalt, könnte das sein. Legal trouble? Oh, no. No, I gave you the wrong impression. By business, I meant club business. I'm on the board. Really, Ty and I were just shooting the breeze about the upcoming golf tourney. Kommen Sie oft vor Sonnenaufgang hierher? Often I do. The older I get, the earlier a riser I've become. And with a popular course like this, the height of the season, it's first come, first teed off. This course, this club, it's a lifesaver for an old bench jurist like me. Haben Sie häufig Alligatoren auf diesem Gelände gesehen? Seen a few. This land belonged to other creatures before we country club animals turned it into a golf course, you know. But there have never been reports of attacks, much less a gator munching on a spare body part. It's good to see you, Judge. It's nice having a witness who knows the ropes. Thank you. Not to be rude, but I need to get back to my study, a project I'm working on. Anything comes up, Ms. Duquesne, besides that regurgitated arm, let me know what you need. And give my best to Horatio Kane. You've got the finest crime lab supervisor in the South. Always happy to help you CSIs out. That's it for the witnesses. Let's see if our gator has anything to tell us. Mann, es dreht sich so schnell. Werkzeuge, Beweise, Schauplätze. Da bin ich ja gerade. Can't help you. Sorry. Ja, er kann mir nicht weiterhelfen. Das ist... Und der ist weggefahren. Oh. Looks like our friend here crawled up on the golf tee for a solitary snack. Ach, darum geht's. Hier ist was... Ein Krokodil hat hier irgendjemanden verschlungen. Wie es aussieht zumindest. We've got a severed arm.
I wonder if there are more human remains inside the gator. This is a job for the morgue. Okay. Tupfer, also irgendwas, kann ich irgendwas nehmen? Not what we need here. Can't use that here. Ich sollte vielleicht mal lesen, was es ist. Dieses Tupfer wird benutzt, um puderartige Substanzen für die Untersuchung aufzunehmen. Ja, das ist ja nicht der Fall, aber... Something similar, maybe? Try again, with something similar. Das ist für Fußabdrücke, das sehe ich. Gips und Rahmen. Zumindest mitnehmen. This is definitely a human forearm. So where is the rest of our victim? Still walking around? Or stowed away in the gator? Ja, wir haben ja hier keinen richtigen Zeugen oder so. Und von dem Alligator muss ich, glaube ich, nichts nehmen. Also ja, wo ist der Rest von dem Opfer? Das ist die Frage, ist natürlich angebracht. Wo ist der Rest? Kann ich hier nicht reingehen oder so? Can't help you. Sorry. Okay, wir gehen mal in die... Hey there, new recruit. I'm Alex Woods. Welcome to the morgue. No need to be uneasy here. Unlike my clients, you can come up and go as you like. I'm here to help you, so don't be shy to ask me anything. How a Vic died, maybe even what the murder weapon was. So what can I do for you? Ja, du kannst einiges für mich tun. Können Sie den Alligator für mich herholen? Der Alligator, ja, den muss man noch aufschneiden. That was quick. Are you sure you've learned everything you can about it at the crime scene? That was quick. Are you sure you've learned everything you can about it at the crime scene? Nein. Ich weiß nicht, ob ich hab doch alles gefunden oder nicht. Can't help you. Sorry. Oder ist da noch eine Kleinigkeit bei dem Alligator, was ich hier finden muss? Ich will die nichts fragen. We've got a long, deep gash across the creature's abdomen. It indicates a probable scrap with another gator. It's likely the alligator died from this wound, which is so deep the animal's intestines are spilling out. It's probably better to examine this more closely at the morgue. Ja, die sind ja an den Everglades und so. Ja, jetzt ich hab doch, was will ich denn noch finden? Ich meine, da hat jemand mit einem Alligator gekämpft und soll ich hiervon irgendwas nehmen? Pinzette? I don't know. Also es ist ziemlich ruhig hier auch wieder, ja. Ich will sie nichts fragen. Ich will nichts fragen.
Beweise, Schauplätze. Ich würde mal meinen, ich versuch's nochmal. What now? That lizard is a tad too big to fit onto one of my tables. What I can do is remove its internal organs and give you a look at the creature's inside secrets. Now, I am not an expert on alligator anatomy, but a zoology course I took in grad school gave me some basics about species habits and physiology. Oh, ja, da war es wirklich nur noch das kleine, die Gedärme praktisch, die da rausgequollen sind. Also es gab einen Kampf, wie ich es mitbekommen habe, mit dem Alligator. Es hat sich jemand gewehrt. So, wie kann ein Alligator auf einem Golfplatz enden? Wer weiß, was den angezogen hat. And not even a Palm Glen member. Most likely the creature crawled up onto land to enjoy its snack uninterrupted. May have been in some competition for this meal. By the way, the alligator appears to have been in a recent fight with one of its own. Ja. Ja, wie schnell könnte ein Alligator einen Menschen töten? Ist auch sehr interessant. Very quickly. An alligator will clamp onto its prey and roll it till its neck snaps, or it'll drag it underwater until it drowns. A moot point, however. This Vic was already dead when the gator had its lunch. Okay, der war schon tot, bevor der Alligator zugebissen hat. Also, ja, das kenne ich auch, diese Drehbewegungen, die ein Alligator hat, wenn er seine Opfer unter Wasser zieht oder irgendwie seine Beute. Ja. Das ist so eine Drehbewegung. Ja. Das ist ja keine andere Möglichkeit. Er hat ja nicht wie wir Hände und alles und so. Er hat sein gefährlich großes Maul. Können wir mit Hilfe des des Untergarns eine ungefähre Todeszeit ermitteln? Was ist denn lese ich das richtig? Unterarms. Mein Gott, was ist los? Der Unterarm, das ist natürlich der, den wir gefunden haben. Working from a section of waterlogged forearm, I can give you only an educated guess. 2 to 4 days. 2 bis 3 Tage wird es dauern, dann haben wir ein Ergebnis, okay. Können wir uns den Mageninhalt des Alligators ansehen? Ja, auch sehr, sehr schön. Be my guest. Digestion slows during cold months, allowing them to go for weeks without feeding, but it's been warm lately. Acid in their stomachs do most of the work, though it's aided by ingested stones in the alligator's stomach that mechanically breaks down food. Ja, so viel wollte ich jetzt nicht wissen. Ah, was ist denn hier? Ja, hier ist doch was. Hier wird doch was umschlungen. Er hat doch was verschluckt. It's a memory card from a PDA. Stomach acid damage could be a problem for data recovery. Eine Memory Card. Mehr ist hier auch nicht zu sehen, ne? Können wir uns den Mageninhalt, das habe ich ja gerade gemacht, liefert der Unterarm einen Hinweis, wie die Person gestorben ist? Hey, I can't do all of your work for you. But I can tell you this much. The missing hand was chopped, not gnawed. This is the work of a blade, not animal teeth. Okay, wir wissen mehr. Es war also nicht der Alligator, der den getötet hat, sondern es war eine Klinge. Eine Klinge hat den Arm abgeschnitten. Be my guest. Und hier muss noch was sein. Ah. Okay. Ein Armreif. Silver bracelet. Could we have a female victim? So, sonst noch irgendwas an dem Magen? Alligatormagen, würde ich mal behaupten, dass es darstellt. Schaut nicht so aus. Schauplätze Labor. Wir gehen mal ins Labor. Welcome to the lab. I'm Valera, your one-stop shop for evidence analysis. If you want me to start processing evidence for you, click and drag a piece of evidence from your toolbar over to me.
Okay, ich soll Beweise zu ihr bringen. Ich habe aber keine. Wieso habe ich nichts einstecken? Ich habe doch diesen Arm und alles. Das habe ich doch alles mitgenommen. Gegenstände. Jawohl. You know I'm a government employee and can't accept gifts, but I do appreciate the thought. Well, we'd appreciate your thoughts on this trinket. High quality, judging by the style, could be a man's. Custom job. Note the inscription, 4th Annual Palm Glen Team Champions. That's about it. Okay. Also falls man mal nicht mit zuhört, hat man hier die Möglichkeit, das nochmal anzusehen. Ja, Wahnsinn. Digestion slows during cold months, allowing them to go for weeks without feeding, but it's been warm lately. Acid in their stomachs do most of the work, though it's aided by ingested stones in the alligator's stomach that mechanically breaks down food. Digestion slows during cold months, allowing them to go for weeks without feeding, but it's been warm lately. Acid in their stomachs do most of the work, though it's aided by ingested stones in the alligator's stomach that mechanically breaks down food. Boah, ey, sorry, ich wollte das nicht nochmal alles sehen. Memory card. The gator's stomach acid did a number on the data, but I recognize the format. It's from a PDA. The only thing I got from it was a scrambled data string. You can use a special link in the computer to access a cryptography interface to sort it out. But here's a bonus. A lot of the user's stylus strokes were recorded. Fragments, but still enough for handwriting analysis. First time in the lab and you're already putting the arm on me? No problem. I'll collect the DNA and shoot it over to the computer. That'll get you started. Extracting DNA is a cinch. Break up the cells, denature the proteins, and voila, fibrous DNA precipitate. Waiting in the computer for you. Okay, jetzt war natürlich, ich habe jetzt nichts, also ich konnte irgendwas analysieren. Such Speziallink, ich habe noch nichts, oder? Doch. Da muss ich ja einfügen. Okay, ich muss erstmal zurechtkommen, ja, also nehmen das nicht übel, aber dauert. Okay, was denn das? Oh nein. Klicken Sie auf einen Buchstaben in der Nachricht und weisen Sie ihm dann einen Buchstaben aus dem Alphabet zu, um das Puzzle zu lesen. Ja, solche Dinge kenne ich auch noch. Enthält Buchstaben. Das ist ja wie jetzt. Ach so, okay, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie das heißt. Könnte sein. Es ist nur so eine logische Opfer. Es ist so. Gleich zweimal. Da müsste ja. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, da UIZ. Wieso ist da UIZ? Wieso steht das so? Ja, das wird jetzt eine Weile dauern, also ich weiß es nicht.
bei das, oder das kann ja auch die sein, die. Ist da noch ein A irgendwo oder ein S? Die, der. Der, die, also wenn U, ach, das gleicht ja gleich aus. Das ist ja, das steht ja dann schon drin. Wieso ist er, warum ist da ein Doppel? Was könnte dann das? Was könnte denn das Deutsch? Ich hoffe, das ist Deutsch, ja, das, was ich hier mache. Was ist hier doppelt? Was ist los, Leute? Was wollt ihr von mir? Das, der, die, das kann ja alles sein. CSI Datenrekonstruktionsinterface, ja. Es kann ja vieles heißen, ja. Ich beende. Beenden. Ich beende es. Jetzt. Dass aber auch immer alle Buchstaben benutzt werden. Ich beende es jetzt. Ich beende es jetzt. Ja, meine Familie wird, ja, meine Familie wird was? Ich bin hier. Ich bin doch hier. Wird auseinander. Ja, gerissen. Great work. It's an interesting message. What could it mean? But as Valère said, we've at least got a handwriting sample from the memory card for comparison. Okay, das war's. Zu ändern gibt's wohl nichts, oder? Jetzt, der Punkt, der stimmt am Ende immer. Ja? Also, ich beende es jetzt. Meine Familie wird auseinander gerissen durch alles. Alles, was ich getan habe, ihr werdet mich nie wieder sehen. Okay. Ja, hätten wir das gemacht. Hä? Wieso ist das so komisch? Wieso? Ich habe das doch schon so reingeschrieben. Ich beende das. Ich beende das auch. Haben wir eine DNS?
Ich habe doch den Text ordentlich geschrieben. Also. Ach, die gleiche mit der gleichen verbinden wäre Quatsch. Okay. Ach, so funktioniert das. Ich muss das jetzt... Ich nehme das Exempel, was ich oben habe, und dann vergleiche ich das damit mit denen, die ich unten finde. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen... Those don't quite seem to match. Make sure you look very closely for subtle details between them. This isn't guesswork, you know. Ach, wenn mich meine Augen nicht täuschen, habe ich mich verschaut. Das passt nicht zusammen. Da fehlt hier in der Reihe schon mal das hier. Das fehlt hier auch. War das das dritte jetzt? Ja. Die dritte Reihe von rechts, da ist immer was fehlt. Not sure we have a match here. Nein. Audio habe ich nichts. Fußspuren. Warum habe ich keine Fußspuren entdeckt? Ja, das Puzzle, das ist... Wieso ist es das immer dann so? Wieso steht das denn so? Das ist doch... Ich beende das jetzt. Das ist doch korrekt. Echt jetzt? Ja. Gibt's noch irgendwas? Das ist die DN... Ja. Nothing new to report. You're the new recruit, aren't you? Yelena Salas. If you ever need a warrant, interrogation, address, or any other information, you come see me. Ja, ich bin neu. Ich bin neu hier. Oh, hinten läuft jemand. Schau, seht ihr das? Ganz kurz zu sehen. Können Sie mir einen Durchsuchungsbefehl, eine Vorladung besorgen? Ich glaube, damit ist es zu früh, oder? Maybe if you find a better link between the suspect and a crime scene. Ah, okay. Da hat das hier keinen Sinn. Hey, Any way I can help? Be my guest. Habe ich hier was vergessen? Irgendwas nicht gesehen? Naja. Ich glaube mal, der Tatort ist noch nicht ganz abgeschlossen und ich habe da noch einiges zu finden. Erkennen Sie dieses Armband? Ja, das wäre auch mal interessant, ob das jemand weiß, woher das ist. Yeah. It belongs to Tim Cole. Or maybe his son, Russ. Es gehört zu Tim Cole, dem Sohn, oder? Ist das eigentlich was ich machen muss mit der zusammen? Tim Cole. Er ist möglicherweise das Opfer. Er besitzt ein Armband, das dem gleicht, das aus dem Magen des Alligators geborgen worden ist. Okay. Ja, das spiele ich nicht nochmal ab. Das muss nicht sein. So, schließen. Okay, alles klar. 2 Leute mit genau demselben gleichen Armband? Ja. Sure. They won the match in bracelets at the father and son tourney a couple years back. Scored the club record, in fact. Each year has its own distinctive design.
Ah, okay, die haben den... Armband. Gibt's noch Fragen? Also hier zu dem... Nein, ich will keine Tipps. Ich will das so schaffen. Man kann sich ja auch Tipps holen, ja. Und hier war der Alligator, der hat hier mal gelegen. Und warum komme ich dann nicht hier rein? Ich will mir keinen Tipp holen. Hey, what do you need? Oh, hier stehen ein paar Fragen mehr. Können Sie mir eine Adresse vom Tim Coles Haus beschaffen? Ja, genau. Den muss ich auch noch kennenlernen. No problem. Just let me check. Here it is. Number 6, Heaven's Heights. Ja, und da nichts wie hinter. Miss Cole, we're with the crime lab. We have a few questions for your husband and your son. Tim and Russ aren't here. Maybe I can answer your questions. Ja, muss ich da immer drauf drücken? Sie sind nicht da und sie wird uns die Fragen beantworten. Kennen Sie dieses Armband? Could be Tim's, or maybe Russ's. They had identical ones from that father-son tournament they won. Russ takes after his father in absent-mindedness, always leaving things behind, the both of them. Ach so, die haben ein Vater-Sohn-Tournament gewonnen im Golf. Okay. Ja. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Tim, I haven't seen him since I kicked him out last week. And if I never see him again, that's still too soon. Ah, okay. Sie hat Ihren Mann also rausgeschmissen. Wann haben Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen? I've talked to him on the phone every day or so, but for the last week he's been in Louisiana at football camp. He's a senior in high school and a jock, like his dad used to be. Paid his own way too, using his birthday money. Gives a mum pause, you know, son turning legal adult. But he's a good boy. Aha, er befindet sich in einem Camp. Ja. Können wir eine DNS-Probe von Ihnen nehmen? DNA? If you're trying to match my genes to Russ, then you're wasting your time. He's Tim's son from a previous relationship. I treat him like my very own, but biologically, he's not. On the other hand, if you think I'm a suspect, you better get yourself a warrant first. Na, natürlich. Ein Durchsuchungsbefehl. Und was bringt uns das? Wir gehen wieder hier hin. Can I help you out in this case? Durchsuchungsbefehl. Hunches aren't reasons. If you want a warrant, convince me with facts. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, ich habe keine Beweise. Ich kann ja auch so nichts betrachten. The usual reason. He was fooling around. Lately, he was caught up in one of his hottest, heaviest affairs, and let me tell you, I'm fed up. Not that I've ever been Tim's sole biological interest. So, Tim Cole hat also noch für andere als für sie sich für andere als für sie interessiert. You probably don't know that Tim's a biologist. He specializes in alligators and other lizards indigenous to this area. Takes one to know one, I guess. Anyway, that's why we live so near the Everglades. Yes, we can see that. This tributary you're on feeds right into the swamp. Interesting.
Ja, sie wohnt bei den Everglades, deswegen, weil irgendwie die Kinder irgendwie interessiert an Alligatoren sind. Das kann ich aber irgendwie nicht so glauben. Ja, mit wem hatte Tim eine Affäre? Ronnie Landon, Ty's wife? She's not a lizard, more a snake. What Tim sees in that tramp is beyond me. And he's not just cheating on me. Ty is one of his best friends. Supposedly. Warum haben sie sich nicht scheiden lassen? I've filed half a dozen times. Tim swore over and over that he'll change, that it's me he loves, and talked me out of leaving him. But this is it. Never again. Ronnie thinks she and Tim are soulmates. She's filed for a divorce from Ty, the poor slob. Also die üblichen Ausreden, ja. Bei einer Affäre meine ich. Nicht, dass ich schon mal eine hätte. Ronnie wollte sich scheiden lassen. You'll have to ask her, but word at the Glen is Ronnie's been after Ty to sign for ages. Warum glauben Sie, hat Ty die Scheidung abgelehnt? Big Dummy loves the little slut and wants to reconcile, I guess. Ronnie's been leaning on the judge, Judge Lawford, trying to get the old boy to reason with Ty. Sometimes I think his honor gets off in his old age on being around the Palm Glen soap opera. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns ein wenig umsehen? Go for it. Just stay where I can see you. That's all the questions we have for now. Okay, wir sollen da bleiben, dass sie uns sieht. Schauen wir uns mal um, ja, wir haben die Erlaubnis und deswegen... Was ist das? Was ist hier? Oh, es sieht aus wie ein kleines Haar. An artist brush and watercolors. Someone creative in our midst? Oh. Oh. Säge. Eine Säge, natürlich. Unser Opfer, wir haben ja nur den Arm gefunden. Das könnte natürlich nützlich sein. Handsaw. For recent repairs to the deck, maybe? Ah, okay, das muss ich natürlich untersuchen. Ist da sonst noch was außer der Säge und der Flasche? Eigentlich nicht. Es sieht normal, es sieht aus, als würde hier ein Künstler arbeiten. Warum ist das Spiel schon wieder so leise? Das kann doch wohl nicht sein. Null Atmosphäre hier. We can't check out the boat itself without a warrant or permission. We've got neither. Ah, okay. Das Boot dürfen wir nicht untersuchen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ins Labor. Denn es gibt noch mehr Gegenstände. Eine Säge. What we have here is a handsaw, brand new and quite sharp. Nothing else for you on that. Okay, gehen wir die ganze Sache mal durch. Das mache ich nicht nochmal. Ich habe keine Ahnung warum. Audio habe ich nichts. Fußabdrücke habe ich keine. Fingerabdrücke sind keine vorhanden. Da hatte ich auch nichts. DNS, DNA. Komme ich denn auch noch hier? Nein, das macht die selbst, ja. Ja, ich habe nichts, was hier übereinstimmen könnte. Ja, eine Säge, ganz normal, ja, gefunden auf Coles Veranda.
Das ist eine normale Säge. Kann ich da irgendwas vergleichen? Vielleicht Any way I can help? Markeninhalt. Könnte es eine Schreinersäge gewesen sein, mit der die Hand abgetrennt wurde? Not likely. The wound's cut marks do not indicate the back and forth sawing motion you would expect from such a tool. Look for something bigger. Aha, ich soll was Größeres finden. Be my guest. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr. Be my guest. Ja, ich möchte dann nicht unbedingt immer wieder auf sowas gucken. What's up? Ja, what's up? Das frage ich mich auch. Etwas Größeres. Etwas Größeres. Was wissen Sie über die Nachricht auf der Speicherkarte? Okay, jetzt kommen wir schon mal ein Stück weiter. Hey, let's just say there's a lot of scoring at a club like this that doesn't take place on the links. That note could be just about anybody. Wish I could be more help. You know, I'd like to help, but you're poking into personal matters. A lot of people get the wrong idea about Ronnie. Hey, who hasn't made a few mistakes? I'll get back in the swing of this marriage, you'll see. Ja. Hat Ihre Frau Ihnen die Scheidungspapiere geschickt? Ach, das ist der Typ, wo die Frau fremd gegangen ist und jetzt wir einfach nur einen Arm gefunden haben. Isn't that part of the public record? I won't deny it, but that's just a symptom. We'll cure the disease with some counseling and by trying really, really hard. You gotta work at a marriage, you know? Ja, natürlich muss man an einer Ehe arbeiten, aber erzähl mir doch nicht so einen Unsinn hier. Du bist verdächtig. Und wieso komme ich immer wieder hier hin? Hier ist doch auch nichts Größeres zu finden. Ja? Halt. Nein, ich will keinen Tipp. Ich will keinen Tipp. Ja, ich will nur eins. Und ihr wisst, was kommt. Ich werde erstmal den Teil beenden hier bei CSI Miami und freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr wart bis hier dabei und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören.